Man feiert, man hat Spaß, man trinkt feinsten Champagner und stirbt daran. So geschehen im bayerischen Weiden. Der Grund: der teure Rebensaft entpuppt sich als flüssiges Ecstasy, eine Partydroge. Die Überdosis, die Todesursache. In den Niederlanden und Deutschland häufen sich die Fälle. Betroffen die Champagner-Edelmarke Moet et Chandon, Sorte Eis Imperial. Im Visier die 3-Liter-Ausführung. Der Verbraucherschutz Schleswig-Holstein schlägt Alarm und warnt via Twitter vor dem betroffenen Getränk. Aber wie kommen Drogen überhaupt in Flaschen? Das, was wir wissen, ist, dass die Personen, die erkrankt sind, die Flaschen tatsächlich online gekauft haben, von einer, wie es heißt, unbekannten Website. Das heißt nicht aus dem Handel, sondern halt wirklich online. Und es kann da zum Beispiel bei den Flaschen sein, dass der Korken nicht original ist, dass die Banderole beschädigt ist. Und ja, das hat anscheinend jemand aufgekauft und dafür missbraucht, dann wirklich flüssiges Ecstasy da einzufüllen. Wie reagiert die Gastronomie? Marco Wittek vom Pinter Beach Club in Raunheim ist Supervisor und verantwortlich für das Wohlergehen seiner Gäste. Auch er schenkt Champagner in seiner Strandbar aus und hat auf die Vorfälle reagiert. Die Maßnahmen, die wir dagegen momentan ergreifen, ist, wir bestellen sowieso nur die kleinen Flaschen. Die 3-Liter-Flaschen betreffen uns nicht. Wir haben aber mittlerweile Probleme, die Flaschen zu bekommen. Die Charging-Nummern, die angegeben worden sind, haben wir kontrolliert. Ist nichts auffällig, von daher, cheers, alles gut. Drogenschmuggler werden immer kreativer. Per Post verschicken sie ihre Waren quer durch Europa, weiß Oliver Bohlender von der Zollfahndung Frankfurt. Ja, das waren Betäubungsmittel, die, also in dem Fall Amphetaminöl, das in Kosmetikflaschen transportiert wurde, also im Wege des Postversandes. Das heißt, hier drin befanden sich gut 300 Milliliter Amphetaminöl. Das kann man für die Herstellung von Amphetamin, Methamphetamin und so weiter verwenden. Nicht nur Champagner, sondern sogar Bier wird zum Schmuggeln missbraucht. Ja, wir hatten jetzt hier einen Fall, das kann ich zeigen, das ist auch Amphetaminöl, insgesamt 4 0,5er Bierflaschen mit gut 2,2 Milliliter dieser Amphetaminflüssigkeit. Sollte man jetzt komplett auf Getränke verzichten? Saskia Vetten gibt nützliche Tipps für die VerbraucherInnen. Die können sich auf jeden Fall die Flasche anschauen, ne? Wo haben sie sie gekauft und sieht das alles so aus, wie es halt auszusehen hat. Und ich denke auch, wenn man dann den Champagner ausschenkt, dann sieht man ja nun auch, was ist das für ein Produkt? Sieht das so aus wie immer? Riecht das so wie immer? Genau, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Vorsicht ja, Panik nein und Finger weg von dubiosen Online-Händlern. Dann steht dem prickelnden Genuss nichts mehr im Weg.